Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad of Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Know where your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the codec button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the codec button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good.
Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Alles klar, dann haben wir noch einen Auftrag. Wir sind offensichtlich... Okay, wir können hier irgendwelche fiesen Viecher zertreten. Die tun uns aber glaube ich nichts. So, was hat unser Inventar? Wir haben ein Fernglas und ansonsten keine Waffe am Start. Aber was wir machen können, ist uns erstmal ein bisschen umschauen. Das könnte ganz angemessen sein. Einfach mal ein bisschen, naja, umschauen eben. Hier ging es durch. Da ist eine Ration, die will ich haben. Was ich auch haben möchte ist, zack, die Aussicht auf einen wunderschönen Ratschlag. Und mal kurz ins Wasser eintauchen. So. Wie sind denn wie ist die Schwimmsteuerung? Okay, BS abtauchen. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading by moving the left thumbstick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Okay. Gut, also. Ich wollte eigentlich abtauchen. Weil ich schauen wollte, ob es hier unten vielleicht noch was... Gibt es hier noch was? Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Na dann. Schwimmen wir mal wieder an die Oberfläche. Hier scheint es tatsächlich nichts weiter zu geben. Aber es gibt auch nur einen Ort, wo ich rauskomme. Das ist hier. Also, wenn es an mir geht, müssen wir nicht viel schwimmen. Da bin ich nicht so scharf drauf. So, was haben wir denn hier noch? Ein Taucheranzug. Also, okay, komm jetzt nicht dran. So, hier haben wir doch noch eine Luke. Einmal nach links, einmal nach rechts. Schauen uns ein bisschen um. Ja, wir sind jetzt nicht mehr Snake. Wir sind jetzt Raiden. Und schauen wir mal, wie sich Raiden so schlägt. Der große Skandal. Ja, wir sind nicht mehr Raiden, also der Skandal von damals. Ich glaube, mittlerweile haben sich die Wogen ein bisschen geglättet und auch Raiden ist irgendwie halbwegs angekommen. Ich weiß nicht. Vermutlich wird es immer noch ein paar Die Hard Fans geben, die Raiden immer noch nicht abkönnen. Ich fand ihn nicht so schlimm, muss ich sagen. Wie gesagt, einmal habe ich es durchgespielt, das Spiel. Keine Ahnung, ich kann verstehen, was die jetzt an dem Charakter nicht so toll fanden. Es gab auch ein paar Sachen, die ich nicht so toll fand. Aber da jetzt so ein Drama draus zu machen, weiß nicht. Ach, ist jetzt auch nicht so meins. Ah, hier ist auch eine Ration. So. Okay, so, ist hier noch was? Also wir haben 2 Rationen, das ist schon mal gut. Ich glaube, das war's. Wie sieht's mit Speichern aus?
Wir können noch gar nicht speichern. Schade eigentlich. Raiden, first get to the... Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Was war denn das für ein Geräusch? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Schade, abspeichern konnte man noch nicht. Oh, wer geht da hoch? Den können wir irgendwo her. Der kommt uns aber bekannt vor. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Got it. So let's do this. Let's do this. So, sind hier noch andere? Oder ist der Ort komplett freigeräumt? Da ist der Node. Ich sehe keine weiteren Gegner. Oh, Moment. Was ist denn? Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why Okay. not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear.
Na gut, okay. Bandagen können wir trotzdem benutzen, denke ich. Und die Ration auch. Sehr gut. Aber die pennen wahrscheinlich nicht allzu lange, würde ich sagen. Gehen wir mal hier an die Note. Und alle Metal Gear 1 Fans so, yes! Take this, motherfucker. Muss ich mir echt was aussuchen hier? Wie heiße ich denn? Na, wir sind halt meinetwegen, keine Ahnung, ich habe mich, glaube ich, habe ich mich schon mal... was heißt das hier? B5 oder BS? Backspace. Ah, okay, alles klar. Mann, wer sind wir denn? Oh, komm, was soll der Quatsch? Wir sind Raiden. So. Mail, ja. Ja, Birthday. Soll ich mein echtes Geburtsdatum angeben? Ne, ich gebe nur mein Geburtsjahr an. Warte mal kurz. Ist das hier... Okay, das ist hier... Blood Type. AB0. Ich glaube, ich bin AB... Germany. Sure. Oh, Vibrations. Off, please. Das sind die ganz normalen Options vom Anfang des Spiels. Blatt 1. Musik ist schon maximal. Die ist irgendwie so leise hier. Caption auf jeden Fall an. Own View. Beobachtungsviewer ganz normal bitte. Item Window können wir gerne gruppiert haben. Quick Change, ja bitte. Alles klar, ja, alles gut sonst. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the pause button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team.
After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Ja, wunderbar. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Okay, na, mal gucken, ob Jack noch auf die Idee kommt. Oh, noch ein Sternchen übrig. Oh, wer kommt denn da? Vielleicht sollten wir uns mal kurz verkrümeln. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ja, ich versuche trotzdem mal abzuspeichern. What's up, Jack? Okay, es funktioniert. New Game Data. Yes, please. Hang in there. Okay. Sie hat also nicht so viele Weisheiten wie Otacon an uns zu berichten. Naja, soll mir auch recht sein. So, haben wir die Möglichkeit, irgendwas anderes zu holen? Vielleicht... I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Oh oh. So, dann haben wir den schon mal ausgeschalten. Die Frage ist, ob wir den noch versteckt kriegen. Brauchen wir das überhaupt? Vielleicht ist es nicht verkehrt, den irgendwie mal hier so abzusetzen. Keine Ahnung. Ob es das bringt. Den holen wir uns auch noch. Okay, Mist. Okay. Return to your positions. Stay sharp. Na gut. Ja, das war jetzt irgendwie doof. Warte mal, ist der Aufzug denn frei? Ja, dann gehen wir doch mal hier rein. So. Kommt einem ein bisschen bekannt vor, irgendwie der Aufzug hier. Der ganze Auftritt. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Solid Snake. The hero of Shadow Moses? Never. So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Okay, wir sind auf 1A. Die mit den vielen Möwen. First, get to a node. Log into the network. Got it. Alles klar. Erstes Ziel ist gebongt.
Eine Sekunde. So, kurzes Päuschen. Weiter geht's. So, wir haben eine Bandage. Was sind das da für Möwentrüppchen? Ich meine, das ist schon ziemlicher Wahnsinn, das muss man schon sagen. Also die Optik hier in dem Spiel. Man kann schon verstehen, warum das hier für so eine Furore damals gesorgt hat. Ach, guck mal, hier ist ein Loch im Zaun, da kann man durchklettern. Okay, ja, was denn? Na komm. Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then move the left thumbstick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Was für ein technischer Meilenstein das hier war. Oh Mann, und die Details, herrlich. Einfach mal auf Möwenkacke ausrutschen. Ja, gut zu wissen, dass der Untergrund eine Rolle spielt. So, hier ist alles geschlossen. Was haben wir da? Irgendwas, was dreht sich da? Chaff Grenades. Ja, Granaten zum, wie heißt es hier? Zum, Irritieren von elektrischen, Geräten. Die hatten, glaube ich, mal einen tatsächlichen, oder die hatten einen tatsächlichen militärischen Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Oder vielleicht auch heute noch, ich habe keine Ahnung. Aber letztendlich befinden sich in den Chaff Grenades im Prinzip, befindet sich da drin Lametta. Nichts anderes als Lametta. Und das ist das... Ah, get M9 first, okay. Auch hier gibt es eine M9, gut zu wissen. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Puh, keine Ahnung, das weiß ich natürlich. Oh! Was war das hier? Hat mir eine Möwe hingekackt? Kann ja wohl nicht sein. Oder wenn ich hier stehen bleibe, kackt mir einer auf den Kopf. Komm, hier. Das wäre mal ein krasses Detail. Ob dem Raiden eine Möwe auf den Kopf kacken kann? Wenn man lange noch hier wartet. Ah, die Vogelhacke verschwindet auf jeden Fall auch wieder. Oh, das war knapp. Na, komm. Vielleicht gibt es ja ein Achievement dafür. Nein, bestimmt nicht bei der alten PC-Version. Komm schon. Irgendein Vogel hier. Ach, egal, ist ja auch wurscht. Also eigentlich wollte ich gerne wissen, wie man dorthin kommt. Ich sehe leider keine Möglichkeit, hier irgendwo durchzukriechen. Die Tür ist verschlossen. Dahinter kann man irgendwie kriechen, aber... mir ist jetzt leider nicht klar, wie man da hinkommt. Tja... Von hier aus... Ach, irgendwie unwahrscheinlich. Was ist denn hier vielleicht? Keine Ahnung. Tja, Chaff Grenades. Chaff Grenades sind super. Ich mag Chaff Grenades sehr, sehr gerne. Moment, ich muss niesen. Oder auch nicht. Ja, wollen wir nicht zu viel Zeit hier verlieren zwischen... ach ja. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ich möchte an die Chaff-Granaten kommen. Wie komme ich da dran? Ich weiß es nicht. Strut 1A.
Strut A Pump Room. Haben wir hier schon was? Nope. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. I'll go check the roof. Okay. Der eine geht aufs Dach, der andere bleibt hier. So, hier haben wir schon den ersten Gegner. Und die Node. The Node. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Got it. Think I got it. Na, was war da wohl? Keine Ahnung. Den haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. Das hatte ich When his vor. comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. Wird gemacht, Chef. Aber erstmal schütteln den Valier noch ein bisschen aus. Der hat bestimmt irgendwas Schönes für uns. Narration oder so. So. Mal gucken. Ist hier was drin? Nice. Get Socom first. Okay. Komm. Lass fallen, was du fallen lassen möchtest. Zum Beispiel eine Ration oder so. Na, wirst du wohl. Hallöchen. Kannst mir nicht erzählen, dass du nichts hast. Der hat ja nichts. Na egal, dann halt nicht. Komisch. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die eigentlich alle was haben. So. Good Nacht. So, das merken wir uns hier. Rechte Tür, da ist noch Soko-Munition drin. Dann gehen wir doch erstmal zur Node. Alles klar. Cool. So. Oh, was ist das? Was sehen meine Augen hier? M9. Okay. Okay, wir haben jetzt schon zweimal M9-Munition. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wo wir eine M9 herkriegen. Oh, cool. Ah, neues. Eine Ration. So, und hier haben wir Konami-Eis. Da unten ist, was ist das? Eine Brücke. Vielleicht die Manhattan-Brücke, oder über die wir gelaufen sind. Vielleicht auch irgendwas aus Japan. Sieht man im Hintergrund vielleicht den Fujisan. Man weiß es nicht. Machen wir wieder zu. So, also. Wo gehen wir jetzt lang? Da geht's gar nicht raus. Alles klar. Gut, dann halt nicht. Hier lang. Hier ging es lang. Warte mal, steht hier irgendwas? AB. Was hätten wir denn noch? Ach, warte mal, vielleicht können wir hier oben lang gehen. Warte. Ah, vielleicht ist das hier... Get M9 first. Leck mich doch ne Füß. Strut A Roof. Ah. Oh, Moment, die Tür war eben noch geschlossen. Warum ist die Tür geschlossen? Weil Wache ist hier. Brauchen wir... Ne. Komm, ist egal. Da ist niemand. Hast du erst eingebildet. So, was brauchen wir jetzt hier? So, guck mal, der M9. Was war das? Noch eine M9. Okay, wir haben sehr viel M9-Munition. So, das heißt... Warte. Geht's denn hier lang? Level 1.
Okay. Auf der Rückseite befindet sich anscheinend eine Kamera. Ha. Was hätte man denn hier eigentlich? FA. Okay, Verbindung FA. Was haben wir hier? Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. Oha. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Gut, versuchen wir. Aber wenn ich schon mal hier bin, so, schaue ich mal kurz den Flug an. Der kommt jetzt zurück, der macht seine Reise so oben. Ich könnte eine Chaff werfen. Ich probiere es ohne. Schauen wir mal. So, das heißt, dann sprinten wir mal hier rüber. Okay. Unten wäre auch noch eine Tür. Ein Warenhaus. Level 3 Tür. Nothing here. Eine Ration, yay. Hä? Ration ist schon voll. Wie viel habe ich denn? 5? Wo ist die denn her? Okay. M9! Nice. Und direkt voll ausgerüstet. So, noch was hier? Looks secure. Das ist natürlich jetzt die Frage. Möchte ich jetzt... Ja, wir wollen erstmal zum Präsidenten, oder? Level 3 klingt auch so ein bisschen fortgeschritten.